Ich hatte die Gelegenheit, mehrere Personenwagen zum relativ günstigen Preis hier zu ersteigern. Umgerechnet hat mich inklusive Versand jeder Wagen 3,50 € ungefähr gekostet. Und da hier 3 Wagen dabei waren, die ich von Märklin so auf keinen Fall kannte, zumindest nicht in 24 cm Blech, konnte ich dann natürlich nicht Nein sagen. Und zwar sind das einmal die beiden gelben Messwagen hier in der Mitte vom Bild und über dem linken Messwagen dieser beige-türkisfarbene Wagen in 24 cm als Halbgepäckwagen. Und da mich insbesondere dieser Halbgepäckwagen da sehr interessiert hat, habe ich dieses Päckchen gekauft. Und um welche Wagen oder Wagenteile es sich von Märklin jetzt wirklich handelt, das möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Anfangen möchte ich mit den unverbauten Originalwagen, die dabei waren, und zwar einmal von Märklin die 4044 Gepäckwagen in beige Türkis, gebaut 1991 und später auch weiter vertrieben unter der Marke Primex, da die 4009 von 1985 bis 1992. Der Wagen befindet sich sozusagen im Originalzustand, Kupplung, Drehgestelle, Fenster und so weiter, alles im Original, und ich habe hier praktisch einen vollwertigen Wagen dazu bekommen. Dann haben wir hier die 4057 Restaurantwagen von Märklin gebaut, 91 bis 1999. IC-Speisewagen komplett mit Inneneinrichtung, und bei dem Modell ist Kupplung, Puffer, Trittbleche, Stufen und so weiter auch alles okay. Ein Wagen, der mir fehlt, und den haben wir sozusagen als Beifang in Päckchen dabei gehabt. Als nächstes habe ich einen IC zweite Klasse Wagen, bei dem sind hier die Trittbleche leider abgebrochen und die Puffer fehlen. Das Wagendach ist hier komplett gepinselt. Basis müsste hier sein der zweite Klasse Wagen, 24 cm, die 4022, denn wir haben seitlich hier diese 12 Fenster in der Anordnung. Hier seht ihr dann eine komplett aus verschiedenen Teilen zusammengebastelte Inneneinrichtung. Sehr kuriose Anordnung in dem Modell. Kuriosum hierbei ist dann noch die Dachform, und zwar habe ich dieses Dach nur gefunden unter der 40891, dem Rheingold-Wagen oder Zusatzwagen für den Rheingold Express Ende der 90er Jahre, sodass auch hier das Dach wohl von dem normalen 4022er gegen so ein Dach ausgetauscht wurde. Als nächstes haben wir den IC-Speisewagen, das heißt hier Außenaufschrift Bordrestaurant, die ist übrigens dann auch nachträglich aufgebracht, genau wie diese roten Streifen einfach überklebt sind. Wir haben wieder ein komplett gepinseltes Dach. Die Fensterrahmen sind unlackiert bzw. nicht versilbert, deswegen gehe ich davon aus, dass es hier sich um eine Primex-Basis handelt. Wahrscheinlich die 4289, den TE-Speisewagen. Denn wenn wir das Wagendach abnehmen, sehen wir oben an diesem Blech Querverstrebungen, dass wir noch diesen beigefarbenen Ton haben, der in dem TE-Wagen dann drin ist. Allerdings 100% sicher bin ich da nicht. Aber wir haben zumindest hier eine komplett eingeklebte Inneneinrichtung, die passend aus dem anderen Speisewagen sind. Und interessant an diesen beiden Wagen ist, wenn wir die uns von unten hier betrachten in dem Bild, ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, das heißt, diese eigentlichen Kupplungsdeichseln vorne wurden an den Drehgestellen abgesägt oder abgeknipst, und an den Wagenenden wurden dann Aufnahmen für diese Normkupplungshalter angebracht, und es wurden Kurzkupplungen an den Wagen angebracht. Also hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, 2 individuelle Wagen zu schaffen, und trotz dieser Basteleien unten an den Drehgestellen, an den Kupplungen, laufen sie ganz normal im Zugverband mit und machen keinerlei Probleme. Dann kommen wir als nächstes zu einem dieser Messwagen bzw. zu dem Messgerätewagen. Hier ist es so, dass es wohl auch ein 24 cm Blechwagen ist. Die Fensteranordnung sind nur 10 Fenster, das heißt, wir müssten eigentlich jetzt hier einen Erste-Klasse-Wagen als Basis haben, wie zum Beispiel den 4023er von Märklin. Ich habe auch nochmal den Colt Spezialkatalog gewälzt und nochmal im Internet gesucht, habe also keinen Wagen gefunden, der diesem hier entspricht. Die Schriften sind hier recht professionell aufgebracht. Aus etwas Abstand würde man sagen, das ist ein Originalwagen von Märklin. Im Innenbereich sind dann wieder 2 getrennte, nicht passende Inneneinrichtungsteile eingeklebt. Und der Ursprungswagen war wahrscheinlich eine gelbe Variante, wenn man diese Blechquerträger sich hier anschaut. Aber ich habe keinen Wagen gefunden, der diesem in irgendeiner Form entspricht. Deswegen, wenn hier irgendjemand wer weiß, dann wäre es schön, wenn man es in die Kommentare schreibt. Durchaus möglich, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Die Kupplung und Drehgestelle sind auch noch die Originaldrehgestelle der 24 cm Blechwagen. Und was man so ein bisschen unterscheiden kann, im unteren Bereich, diese Schürze, die nach unten geht an der Seite, die ist hier nicht tiefschwarz, so wie bei dem nächsten Wagen, diesem Messwagen hier auch,
sodass ich davon ausgehe, dass diese Wagen definitiv nachlackiert wurden. Dann kommen wir hier zu dem Messwagen, auch 24 cm, ein Blechwagen. Die Kupplung, Drehgestelle und so weiter sind original dem alten Blechwagen entsprechend. Und hier ist es so, dass man oben erkennen kann, dass hier 2 Wagen zu einem zusammengefügt wurden. Hier ist der Wagen dann von der anderen Seite zu sehen. Und ich habe mal die beiden Wagen rausgesucht, die meiner Ansicht nach hier als Basis dienen. Und zwar hier auf dem Foto habe ich versucht, das Ganze mal ein bisschen darzustellen. Und zwar in der Mitte der fertige Messwagen. Oben der rechte Teil, wie ihr sehen könnt, entspricht ja eigentlich dem Restaurantwagen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Das müsste dann die 4057 sein. Und der linke Teil entspricht dem Kakadu-Speisewagen der 4078. Und um diese Fensteranordnung in dem Wagen dann hinzubekommen, kann man dann hoffentlich hier erkennen, ich habe versucht, das mal so im Gegenlicht zu fotografieren, dass eines dieser Fenster hier zugespachtelt wurde, das Ganze dann neu lackiert wurde und auch die Beschriftung dann darüber neu recht professionell wieder aufgebracht wurde. Im Innenbereich wurde eine fremde bzw. nicht passende Inneneinrichtung wieder eingebracht. Die anderen Teile wurden freigelassen. Das ist jetzt nicht ganz so ausschlaggebend. Solange wir keine Innenbeleuchtung haben, fällt das nicht weiter auf. Aber ich muss sagen, das Gesamtbild des Wagens gefällt mir außerordentlich gut. Und durch das Weglassen bzw. Verspachteln dieses einen Fensters ist hier ein wirklich komplett individueller Wagen entstanden. Und hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, zumal auch das Aufbringen von der Schrift finde ich richtig gut gelungen. Wenn ich das hinbekommen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Wagen mir hier noch selbst umbauen. Und als letztes kommen wir zu dem für mich interessantesten Wagen hier, weil da war ich sehr erstaunt, ihn zu sehen, weil ich dachte, ups, Halbgepäckwagen, 24 cm Blech habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und es stellt sich heraus, auch dieser Wagen besteht aus 2 Wagen und hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, auch mit der Lackierung hinterher. Und hier habt ihr den Wagen dann von der anderen Seite nochmal im Bild und dann könnt ihr oben am Dach erkennen, dass auch das Dach zusammengesetzt ist und eine relativ große Naht hier entstanden ist. Das war das Einzige, wo ich dann so ein bisschen am Zweifeln war auf dem Foto. Und als ich dann das Dach von dem Wagen geöffnet habe, kann man sehen, dass der Wagen gar nicht aus 2 beige-türkisfarbenen Grundwagen besteht, sondern dass hier im oberen Bereich wieder diese Blechquerträger in dunkelgrün noch geblieben sind. Und hier habe ich dasselbe versucht, nochmal besser darzustellen, genau wie bei dem Messwagen. Das heißt, in der Mitte haben wir den gebastelten Wagen, im unteren Bereich auf der linken Seite müsste sozusagen der Wagen ein ursprünglich grüner Personenabteilwagen gewesen sein. 2. Klasse, die 4022. Und oben seht ihr auf der rechten Seite entspricht der rechte Teil des Bastelwagens hier dem alten Gepäckwagen der 4026. Und umso mehr bin ich auch hier angetan von der Beschriftung bzw. Lackierung des Wagens, denn von außen, wenn ich nicht diesen Schlitz im Dach gesehen hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Wagen, der so von Märklin produziert wurde. Aber da hat sich sozusagen hier der Erbauer des Wagens richtig Mühe gegeben und das ist jetzt für mich einer der interessantesten Wagen, die ich bis jetzt hier für meine Märklin-Anlage bekommen habe. Und damit bin ich durch mit den 7 Wagen aus meinem kleinen Paket. Die IC-Wagen sind für mich nicht ganz so aufregend, weil das Gehäuse außen für mich nicht ganz so schick ist. Aber die beiden gelben Messwagen, beziehungsweise als Highlight für mich dieser Halbgepäckwagen in beige Türkis, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.